Moin aus Düsseldorf vom Caravansalon. Es fühlt sich ein bisschen an wie nach Hause kommen. Ich laufe jetzt gerade auf den Stand von Roofspace und ich habe ja schon ein paar Videos mit den Jungs gemacht. Ich bin jedes Mal begeistert von euren Produkten und von euch selber. Ihr seid so smarte und coole Typen. Und ich war ja beim letzten Video bei euch und da habt ihr schon angeteasert, es wird eine Neuerung im nächsten Jahr geben. Und ihr seid ja so schnell, das gibt es jetzt schon zum Caravansalon. Erzähl mal kurz, was gibt es? Ja, ihr werdet es auch von diesem Kanal Richtung Himmelblau schon kennen, das Roofspace 2, was schon vorgestellt wurde. Das heißt, das Dachzelt für 2 bis 3 Personen von uns ist vom Konzept her jetzt, was wir hier sehen, exakt das gleiche. Nur eben einmal, wenn man es gerade von vorne auch einmal sieht, viel, viel größer. Das heißt, für 4 Personen Liegefläche 2 mal 2 Meter. Ich war ja schon letztes Mal vom Zelt begeistert, aber du weißt ja, wir als Familie reisen halt durch die Gegend und ein Zweimann-Zelt ist ja ein bisschen unpraktisch. Einer muss dann immer vor der Tür schlafen, hätte ich beinahe gesagt. Oder im Auto oder, genau. Oder ein extra Zelt aufschlagen. Ja, und jetzt habt ihr in der Tat genau diese Lücke gefüllt mit dem genialen Dachzelt. Richtig. Als Familienvariante. Ja. Aber jetzt kommen noch mal ein paar kritische Fragen. Sag mal, das Ding sieht ja jetzt richtig groß aus, ne? Ja. Wie schwer ist denn das Teil? Wiegt jetzt gerade 89 Kilo. 89 Kilo, das heißt, ich krieg das jetzt schon wieder nicht ganz so einfach mit 2 Leuten aufs Auto, oder? Nicht ganz so einfach, nein. Also wir empfehlen schon 4 Leute, 4 Ecken und dann ist es entspannt draufgehoben. Ja, okay. Ja. Also entsprechend, jetzt habt ihr das hier natürlich auch richtig smart auf einem Caravan oder auf so einem Anhänger präsentiert. Auf dem Anhänger, genau. Haben wir bewusst aus Platzgründen gemacht. Es geht auch, kurz erwähnen, also auf dem Passat drauf, auf dem Audi A6, auf dem Skoda Superb. Also die großen Kombis können es, Bullis können es. 100 Kilo Dachlast ist jetzt einfach das, was es braucht, statt 75. Okay, und wenn ich es dann halt abmontieren will, dann habe ich halt in meiner Garage irgendwie den Seilzug, wo ich das dann halt mit so ein runterheben kann. Dachzeltlift, zack, an der Decke hoch. Okay. Ja, dann habe ich auch nicht das Problem, das draufzuheben. Ja, super spannend auf jeden Fall. Also, hast du ja schon gesagt, es ist im Grunde genommen das gleiche Zelt, was wir schon kennen, Genau. nur halt einfach jetzt breit. Richtig, nur einfach jetzt breit. Okay, und ist es genauso einfach aufzubauen? Genauso einfach aufzubauen. Zeig. Eigentlich genauso schnell. Ja, los. Ich würde es halb zeigen, ich würde dich bitten, halb mitzumachen. Also Okay. du hast es ja gesehen vom Roofspace 1, wie es aufgeht. Auch selber, glaube ich, schon mal gemacht. So, ganz kurz. Ganz kurz, ja. Ja. Genau, wir können ja so ein bisschen parallel arbeiten. Das heißt, wir haben hier vorne genau auch die Verschlüsse an dem Deckel. Ich spring zum einmal anderen. links, genau. Dann haben wir den Deckel, den wir auch genau wie beim Roofspace 2 hier wieder auf die andere Seite rüberlegen. Ja, Nehmen lass mich einmal raten. den Gurt ab. Genau. Richtig, den haben wir diesmal jetzt auf beiden Seiten zum Arretieren. Damit es eben, wenn wir es jetzt aufklappen, gleich nicht ins Auto fällt. Ja. Dann kommen wir einmal auf dieser Seite hier zu dem Gurt, mit dem wir das Ganze eben, wenn wir jetzt ein 2 Meter Fahrzeug haben, entspannt aufziehen und beim Abbau eben auch entspannt wieder zuziehen können. Den würde ich gerade hier einmal montieren. Mach hinten 2 Verschlüsse auf und dann darfst du einmal bis ganz ans Ende der Leine und das Ganze aufziehen. Jawohl. Hier sieht man vielleicht noch mal ganz kurz, dass durch die Gasdruckfedern, die hier vorne verbaut sind, das Zelt eben diesen ersten Öffnungswinkel erreicht, dass man auch auf einem großen Auto jetzt von hinten nicht ins Endlose zieht, sondern durch diesen Öffnungswinkel das Ganze mit einer Hand aufziehen kann. Genau, vielleicht für alle, die das erste Video noch nicht gesehen haben zu dem Dachzelt, schaut es euch nochmal an, aber ansonsten will ich das nochmal sagen. Ihr habt das ja auch so gebaut, dass wenn mal irgendwas kaputt geht, es ist alles reparierbar, sogar theoretisch von mir selber, weil es ist alles theoretisch geschraubt. Ne? Ich habe nichts geschweißt, genau, nichts genietet. jedes Teil kann ich hier austauschen und auch selber, wenn ich auf Reisen bin, problemlos reparieren. Richtig. Das ist natürlich echt ein Mehrwert. Also die Devise ist wirklich Langlebigkeit erreichen, Ja. ohne dass, wenn dann irgendwas ausbricht, das ganze Zelt im Müll landet. Ja, genau. Und wenn was ist, ne, ihr seid ja auch relativ gut erreichbar und Wir sind ihr habt nahbar, ja auch wir schon sind- ein krasses Netzwerk aufgebaut, ne? Doch, also hier oben kann man es auch gerade einmal sehen, wo wir überall schon sind. Das heißt, Tochterfirma in den USA, wir sind in Australien vertreten, im Oman, in Namibia, also weltweit alle Klimazonen getestet. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Genau. Okay, ich zieh mal einmal. Du ziehst mal, genau. Ich hole gerade die Leiter einmal hier weg. Genau, du brauchst jetzt auch keine Sorge haben, dass es ins Scharnier fällt. Die Gasdruckfeder, die eben wie gesagt verbaut sind, die dämpfen jetzt den Fall hier einfach am Ende. Und letzter Schritt, das kennst du auch vom Roofspace 2. Einmal dieser doppelt gesicherte Splint, einmal rechts, einmal links. Und diesen Regenlatz hier rüber. Das krieg ich auch noch hin. Das kriegst du auch noch hin, richtig. Ja. Und jetzt war's das. Also das ist, wenn man schnell ist, ein Minütchen. Wahnsinn, ja. 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 Okay. Genau. Und dann auch Und das ist hier in der Tat natürlich jetzt eine ganz andere Größe, das stimmt. ganz andere Größe. Wir Ganz können mal anderes Raumgefühl für nochmal. die Kamera vielleicht gerade den Panoramamodus aufmachen. Ja. Ich würde gerade mal reinklettern. Ich mache den mal. einmal auf.
So, Weil du unsere sagst, Strandmuschel. Panorama-Modus, das ist ja auch ein absoluter Mehrwert von diesem Zelt, dass ich halt unterm Sternenhimmel liegen kann. Ich kann das komplett vorne aufklappen. Da seid ihr so auch relativ einzigartig mit, ne? Ja, Oder? das ist tatsächlich so das erste Zelt oder Dachzelt generell auf dem Markt, was offiziell diesen Panoramamodus hat. Ja. Dass wir wirklich das komplette vordere Drittel öffnen können. Das heißt, wenn wir 30, 35 Grad haben, ist auch der große Mehrwert, das Zelt heizt sich nicht mehr auf. Das heißt, wir haben den Durchzug links und rechts durch die Fenster, wir haben vorne das Drittel auf und gehen nicht mehr in unserem Zelt quasi ein. Neben natürlich einem schönen Aspekt, wir haben diesen Ausblick, wenn wir sagen, hey, wir stehen am Meer, wir stehen in den Bergen, haben diesen Wahnsinns-Panoramablick jetzt. Ja. Und ich Ist das weiß, viel letztes wert. Mal haben sich ja einige aufgeregt, die gesagt haben, Weltneuheit, was ist denn das Weltneuheit? Aber hier kann man ja schon wieder sagen, wieder Weltneuheit, ne? Quasi wieder Weltneuheit. Ja, ich Weil- weiß nicht, ob wir es jetzt gerade am Anfang des Videos ja auch angerissen hatten, was jetzt die Weltneuheit auch nochmal ist mit diesem Fusionszelt. Ja, das kannst du gerne nochmal sagen, für alle, die das erste Video noch nicht gesehen haben, wie gesagt. Richtig, also das ist eben, es gibt die Klappzelte und es gibt die Hartschalenzelte. Die Klappzelte, wie das jetzt auch vom Prinzip quasi im Aufbau ist, falten sich auf, wie der Name sagt, klappen sich 180 Grad einmal auf, haben also ein extrem kleines Packmaß und verdoppeln sich zu einem extrem großen Innenraum, also einem großen Zelt. Diese Hartschalenzelte gehen auf wie ein Dreieck, also, oder wie ein Pop-up nach oben, haben eine harte Schale unten, eine harte Schale oben und verdoppeln sich nicht, bleiben also klein im offenen Zustand und trotzdem groß im Packmaß. Und hier haben wir jetzt eben erstmalig beides komplett vereint. Das heißt, wir haben 180 Grad Fallzelt, aufklappbares Fallzelt in einem harten Koffer drin. Sag nochmal die Maße hier. Was habe ich eher an Liegefläche? Liegefläche 2 x 2 Meter und der Koffer selber ist 2,15 Meter x 2,50 Meter. Wahnsinn. Ja, okay. Aber wie gesagt, das ist auch gleich wie beim Roofspace 2, dass wir hier vorne Platz haben für Schuhe, für Gepäck, Ja. dass wir damit nicht auf die Liegefläche gehen. Wenn die Matratze bis vorne geht, der Dreck arbeitet sich nach vorne. Man hat immer irgendwie so eine Schmuddelkante vorne auf der Matratze. Jetzt wischt man einmal rüber, ist nicht auf der Matratze drauf, sondern nur auf dem Koffer. Und vor allen Dingen für alle, die ja sagen, ja gut, okay, jetzt habe ich halt für meinen Familienurlaub hier so ein Dachzelt, aber wo sollen meine Kiddies spielen oder wo sollen wir noch Sachen unterbringen, wenn es mal wirklich Schmuddelwetter ist? Ihr habt ja auch noch extrem viel Erweiterungspotenzial für dieses Zelt auch noch. Ne? Richtig. Ja. Also wir haben schon eine Markise, wir haben ein kleines Vorzelt, wir haben ein großes Vorzelt, das Ganze fürs Roofspace 2. Und genau so wird es auch fürs Roofspace 4, wenn es dann Anfang nächsten Jahres ausgeliefert wird, vorhanden sein. Also ich kann das ganze Gerät hier auch noch mal immens erweitern. Richtig. Auch für also schlechtes zum Beispiel Wetter diese geeignet. Markise, die wir da vorne gerade sehen an dem Dachzelt, dass wir hier richtig knapp 15 Quadratmeter überdacht bekommen Ja. vor dem Zelt. Super. Und Genau. ich weiß, dass ihr beim Roofspace 2 auch extrem nochmal betont habt, wie windstabil das ist. Wie sieht das jetzt hier bei der Größe aus? Quasi identisch. Ist das Gleiche? Ja. Wir haben klar etwas mehr Angriffsfläche, aber am Ende vielleicht hier nochmal auf diese Stahlseile hinweisen, die wir links und rechts verbaut haben. Die haben eben zwei Funktionen. Das eine, ich sag mal so, es gibt ja Klappzelte, die haben diese Breite. Die sind oftmals mit 2 Leitern gestützt, weil die Leitern, die stützen nun mal bei einem Klappzelt den vorderen freischwingenden Part. Wenn wir jetzt sagen, hey, wir haben nur eine Leiter, dann wird sich das alles verziehen. Da sichern wir uns ab mit diesen Stahlseilen links und rechts, die das Gewicht links und rechts eben abfangen. Wenn wir Ja. sagen, hey, wir haben hier 2 Leitern, dann müssen wir erstmal 2 Meter Fläche finden, wo wir gerade mit den Leitern stehen können. Ist im seltensten Fall möglich. Deshalb hier wieder nur eine Leiter, durch die Stahlseile das Ganze gestützt. Und jetzt, um auf diese Windstabilität einmal zu kommen, wir haben dieses Stahlseil durch jeden der 3 Bügel, die das Zelt aufbauen, durchgeführt. Das heißt, es befestigt diese Bügel am unteren Alukoffer. Sprich, je mehr Spannung auf den Stahlseilen ist, desto windresistenter ist das System. Und ich meine, wir kommen von der norddeutschen Küste, da Absolut, absolut. muss das ganze Wetter fest Das, sein. ja, genau. Und das ist halt auch ja irgendwie mein Kritikpunkt immer bei diesen Dachzelten, dass ich immer denke, bei Wind und Wetter bin ich dann auf meinem Auto doch noch erhaben sozusagen, ne? Und noch windanfälliger. Aber ihr habt das letztes Mal schon demonstriert, dass da auf jeden Fall sehr viel Stabilität im Zelt selber ist, aufgrund dieser ganzen Stangen und der Konstruktion. Richtig. Ja, ja, ja. Ja, sehr schön. Ich denke Genau. mal, das ist ja identisch zum Roofspace 2, auch mit der Verdunklung, dass es innen komplett dunkel machen kann. Genau, die Fenster da oben, das ist quasi die Schlechtwetterseite, wo man sagt, hey, es regnet mal 1, 2 Tage, man macht's auf, kriegt Licht ins Zelt. Ja. Genau, und lässt Aber es sich ist halt genauso natürlich auch verdunkeln. sehr, sehr schön, wenn du halt trotz alledem mal im Regen liegen willst, hier mit dem Panoramadach, dass du da ja, in den Sternenhimmel gucken kannst, in den Regenhimmel gucken kannst. Ne? Diese ganze, ich habe es letztes Mal, glaube ich, Romantikmaschine genannt. Also Ja, das gefällt mag mir auch sein. sehr, sehr gut, dass du nicht in so einem dunklen
Zelt oder so einem dunklen Loch auf deinem Auto schläfst, sondern Oder dass so, sehr, was, sehr hey, viel Licht reinkommt. Du spielst mal Karten, gerade jetzt, wo man sagt Familie, 2 Kinder, 2 Erwachsene, man spielt da irgendwie seine Spielchen drin. Ne? Ja. Tagsüber, das Licht. Ich ziehe mal gerade einmal Schuhe aus und spring mal kurz Ja, klar. hoch. Nur damit man noch mal einmal die Dimensionen sieht. Und das ist ja echt Wahnsinn, ne? Du kannst dich ruhig mal quer reinlegen. Ich meine, auch das aber ist ja möglich. guck mal, so habe ich ja jetzt hier auch diesen Sternenhimmel. Und in der Tat, das ist natürlich hier ein Träumchen, ne? Ja, so würde ich mich aber nicht hinlegen, weil wenn dann einer mal nachts zum Pinkeln raus muss, Dann wird's so, schwer, dann muss klar. man übereinander Ja, steigen. ja. Aber dadurch, dass ihr 2x2 habt, kann man sich das ja auch aussuchen, Man kann sich's wie rum aussuchen, man schlafen will. Und ganz ehrlich, ihr habt es angeteasert als Familienzelt. Ich finde, das ist auch eine geile Nummer für 2. Ne? Also wenn man sich nicht ganz so sehr mag oder Also wir auf haben die jetzt auch Pelle schon hier rücken auf will. dieser Messe, also wie gesagt, hier Caravansalon Düsseldorf, die erste Messe, wo wir es der Öffentlichkeit präsentieren, dieses Zelt. Und haben Ja. auch tatsächlich schon, muss ich so sagen, Paare gehabt, die es gekauft haben. Ja, Weil am Ende glaube ich. immer dieser Hintergedanke, hey, man hätte jetzt, wenn man das Roofspace 2 nimmt, auch was Größeres haben können. Ja. Und man hat die Dachlast vom Auto, dann ist das schon so eine Art Luxus, die man sich da mal gönnen kann. Ja, absolut. Man kann sich das ja vorstellen. Du kannst ja hier wirklich auch alles machen. Ne? Bei schlechtem Wetter, theoretisch kannst du die Matratze auch wegnehmen und hier oben noch dir deinen Kocher hinstellen und noch einen Kaffee morgens machen. Ist dann auf Eigenverantwortung, aber ja. Na ja, gut, Genau. wenn ich die Matratze wegnehme, ist ja egal. Hier ist ja Metall dann Genau, runter. es ist jetzt natürlich auch in einem Panoramamodus. Ja, ja. Also genau. Ja, sehr schön. Richtig. Ja. Cool. Vielen, vielen Dank. Sag noch mal Na was klar. ganz kurz. Was kostet das Ding jetzt so? Das Ding kostet jetzt so, also das Roofspace 2 ist bei 3.500, hier sind jetzt bei 4.500, also 4.499. Okay. Genau, ja. Ja, super. Und das Ganze für, vielleicht das noch mal kurz erwähnt, als so Claim, es ist das größte Hartschalenzelt der Welt. Und sag noch mal was Also zur auch das. Lieferzeit. Also wann kommt's jetzt? Genau, es wird ausgeliefert im Februar. Ende Februar, Anfang März ist die aktuelle Auslieferung. Bestellen kann man es jetzt schon bei euch? Und Zu geliefert bestellen wird's ist es jetzt schon richtig hier Okay. auf der Messe. Im Online-Shop wird es jetzt in nächster Zeit auch erhältlich sein. Ja, okay. Genau. Und die ganzen Zusatzgeschichten hier, ich sag mal Moskitosnetz und sowas, Genau. kommt dann auch im Februar? Oder? Kommt dann auch im Februar. Ja, klasse. Genau. Super. Es hat mir wieder mal großartig gefallen hier bei euch. Riesendank, dass du gerade noch mal hier warst. Ja, vielen, vielen Dank. Immer wieder nett. Und wir sehen uns das nächste Mal dann in Achim, ne? So machen wir das. Jo, auf jeden super. Fall. Klasse. Bis dann. Danke Ciao. euch. Ja, sehr schön, ne? Also es ist ja echt immens Platz hier. Ja. Und vor allen Dingen kannst du dir das vorstellen, wenn das hier dann so ein bisschen regnet und du liegst hier und guckst dann in den Himmel rein. Ja. Ja gut, will man nicht, ne? Man will ja eigentlich immer Richtung Himmelblau gucken.